Hallo liebe Hungrige! Die Kombination aus Bolognese und Hackbraten ist ja nicht unbedingt was Neues, aber wenn ihr Hackbraten dann so wie hier mit Mozzarella zubereitet und in Scheiben geschnitten auf der Pasta serviert wird, ist das ein wirklich leckeres Essen, schmeckt am Wochenende doch ebenso gut zum Feierabend. Ihr solltet es unbedingt mal ausprobieren und dafür brauchen wir Pizzatomaten, ein Ei, Paniermehl und Milch, Pfeffer und Salz, Öl, Hackfleisch, ich nehme gemischtes, fettreduziertes, müsst aber nicht, und Pasta. Bei mir sind es Bandnudeln, aber zum Beispiel Farfalle passt auch ausgezeichnet. Wir brauchen außerdem eine italienische Kräutermischung, alternativ Oregano, darf auch frischer sein, oder eine Mischung aus Rosmarin, Thymian, Basilikum und Oregano, ganz wie ihr möchtet. Wir brauchen Mozzarella, etwas trockenen Rotwein, den gibt's, wer das nicht darf, auch alkoholfrei. Wir brauchen etwas Tomatenmark, eine Möhre, ein Stück Sellerie, eine Zwiebel und ein paar Knoblauchzehen. Wir beginnen mit ein paar Vorbereitungsarbeiten, schälen die Zwiebel und hacken sie fein und anschließend verfahren wir mit den Knoblauchzehen ebenso. Dann geht's weiter, die Möhre wird geputzt und in kleine Würfel geschnitten. Der Sellerie erfährt das gleiche Schicksal und auch der Mozzarella wird in kleine Stücke geschnitten. Nun geben wir das Hackfleisch in eine Schüssel, schlagen das Ei mit hinein, geben das Paniermehl dazu und gießen die Milch darüber. Nun alles kurz miteinander vermengen. Ich mache das einfach mit einer Gabel, ihr könnt natürlich auch die Hände nehmen oder die Knethaken des Rührgeräts. Haben wir das erledigt, ergänzen wir mit der Hälfte der klein geschnittenen Zwiebel und genauso mit der Hälfte vom Knoblauch. Beides dann untermengen, ich also wieder mit der Gabel. Und dann wird kräftig gewürzt, und zwar mit Pfeffer, mit Salz und auch mit der Kräutermischung. Danach geben wir auch den klein geschnittenen Mozzarella mit in die Schüssel. Und dann wird abschließend alles nochmal gründlich miteinander vermengt. Und nun brauchen wir für den Hackbraten eine Form, die muss leicht gefettet werden und kann etwas flacher sein oder auch eine Kastenform. Alternativ könnt ihr den Braten auch einfach nur mit den Händen formen und auf ein geöltes Blech legen. Hat den Vorteil, dass er etwas knuspriger wird. Ich habe mich aber für die Kastenform entschieden und gebe nun das vorbereitete Hackfleisch hinein. Erstmal so die reichliche Hälfte, dann schon mal ein bisschen andrücken, dann kommt der Rest darüber. Nochmals alles andrücken, entweder mit dem Löffel oder ihr könnt auch die Hände dafür nehmen, diese aber dann besser anfeuchten. Und wenn wir das erledigt haben, kommt die Form auch schon in den Ofen. Und zwar für 45 Minuten bei 220 Grad, Umluft 200. In der Zwischenzeit geben wir in reichlich kochendes Salzwasser die Pasta hinein, kochen sie darin al dente und gießen sie anschließend ab. Womit wir uns der Bolognese-Soße widmen, erhitzen dafür ein bisschen Öl in einer großen Pfanne. Das ist übrigens Bio-Rapsöl und warum das so strahlend gelb ist, weiß ich auch nicht. Und da hinein kommt nur die verbliebene Hälfte der Zwiebel und der Knoblauchzehen. Außerdem die Möhrenstücke und der klein geschnittene Sellerie. Alles bei mittlerer Temperatur anbraten, so für ca. 3 Minuten, immer mal umrühren dabei. Und nun schütten wir auch die Pizzatomaten mit in die Pfanne. Wir geben das Tomatenmark mit hinzu und gießen den Rotwein darüber. Anschließend alles gründlich durchrühren. Und nun wird gewürzt, und zwar mit Pfeffer, auch mit Salz und ebenso wieder mit der Kräutermischung. Die Gewürze gründlich einrühren und dann für ca. 3 Minuten köcheln lassen. Nun brauchen wir die abgegossene Pasta, denn diese geben wir jetzt mit in die Pfanne zur Soße, vermengen dann alles miteinander und nehmen dann die Pfanne vom Herd. Der Hackbraten ist nun fertig und wir nehmen ihn aus dem Ofen, ein bisschen abkühlen lassen und dann stürzen. Und wenn er euch nicht dunkel oder knusprig genug erscheint, dann könnt ihr, und so mache ich es auch, ihn nochmal auf ein kleines gefettetes Blech geben. Und nun von der Hülle befreit, für nochmal 5 bis 10 Minuten bei Umluft oder noch besser unterm Grill nachbraten bzw. bräunen und dann sieht er ungefähr so aus. Wir tun auf, schneiden den Hackbraten in dicke Scheiben und geben davon mehr oder weniger mit auf den Teller. Garnieren alles mit frischen Kräutern. Basilikum bietet sich natürlich an. Es schmeckt allerdings, auch wenn es ungewöhnlich klingt, mit Zitronenmelisse. Das gibt eine geschmacklich interessante Kombination. Doch ganz unabhängig davon, diese Pasta-Variante mit Hackbraten ist wirklich lecker. Die Zubereitung dauert zwar etwas, ist ja aber nicht kompliziert und das Ergebnis wird euch garantiert schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit.
Falls es bei euch aber lieber etwas mit Kartoffeln geben soll und ihr dazu ein leckeres Dessert erreichen möchtet, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.